Not anymore. Spider-Man thinks he can stop me. This city belongs to me now. Der erste offizielle Poster zur Serie Spider-Man Noir wurde veröffentlicht, und während das Poster selbst äußerst interessante Details enthält, wurde außerdem auf dem Panel von Prime Video erwähnt, dass der Trailer in Kürze erscheinen wird. Dadurch ist meine Aufregung noch weiter gestiegen. Die Serie The Boys gehörte ebenfalls zu den Prime-Video-Inhalten von Sony. Doch Sonys eigentliches Ziel ist es, die zu der Spider-Man-Reihe gehörenden Charaktere nach und nach über Spin-off-Serien vorzustellen. Sony hat gesehen, dass Spin-off-Filme über Antihelden nicht den gewünschten Erfolg bringen und hat sich nun entschieden, diesen neuen Weg einzuschlagen. Für die Serie Spider-Man Noir wurden 2 verschiedene Poster veröffentlicht. Eines dieser Poster ist farbig, während das andere in Schwarz-Weiß gehalten ist. Der Grund dafür ist, dass wir die Serie in 2 unterschiedlichen Formaten ansehen können. Wer möchte, kann Spider-Man Noir speziell im Schwarz-Weiß-Format genießen, da die Atmosphäre der Welt, in der er lebt, diesem Stil besonders gut entspricht. Aber natürlich wird es auch eine farbige Version geben. Was meint ihr? Sollte man die Serie Spider-Man Noir ausschließlich in Schwarz-Weiß ansehen, um die Atmosphäre vollständig einzufangen? Oder ist es sinnvoller, sie im farbigen Format zu schauen, um dem heutigen Publikum besser gerecht zu werden? Denn das Spider-Man Noir-Universum erzählt eine deutlich härtere und sehr unterschiedliche Welt als der klassische Marvel-Ton. Doch die Antwort auf die eigentlich spannendste Frage wurde nun endlich gegeben. Da Nicolas Cage den Charakter in der Live-Action-Serie Spider-Man Noir verkörpern wird, dachten einige, dass es sich möglicherweise um denselben Spider-Man Noir aus den Spider-Verse-Filmen handeln könnte. Immerhin sprach Nicolas Cage den Spider-Man Noir sowohl in Spider-Man, Into the Spider-Verse als auch in Spider-Man Across the Spider-Verse. Aus diesem Grund gingen wir davon aus, dass man ihn auch für die Serie gewählt hat. Doch leider wurde dies nach dem ersten offiziellen Poster der Serie unmöglich. Denn der wahre Name des Spider-Man Noir, den wir in der Spider-Verse-Reihe gesehen haben, war Peter Parker. Der Spider-Man Noir der Serie hingegen wurde offiziell mit dem Namen Ben Reilly angekündigt. Eigentlich ist das eine äußerst merkwürdige Situation. Denn der Charakter Ben Reilly ist ein Klon von Peter Parker. Das bedeutet, er besitzt dieselben Kräfte wie Spider-Man, ist am Ende jedoch ein Klon. Meiner Meinung nach ist der Grund dafür sehr simpel. In der Originalgeschichte gibt es so etwas nicht. Der offizielle Name von Spider-Man Noir ist tatsächlich Peter Parker. Doch laut der Vereinbarung zwischen Sony und Marvel kann ein Charakter, der in einem Universum verwendet wird, nicht erneut in einem anderen eingesetzt werden. Im MCU gibt es bereits einen Peter Parker. Deshalb kann Sony in keinem ihrer vom MCU unabhängigen Projekte jene Charaktere verwenden, die speziell für das MCU reserviert sind. Wenn ihr darauf geachtet habt, ist im MCU bisher immer noch keine Mary Jane aufgetaucht. Und der Grund dafür ist genau diese vertragliche Einschränkung. Sony plant in Zukunft Mary Jane, Norman Osborn, Harry und Dr. Octopus in ihren eigenen Projekten einzusetzen. Selbst wenn es sich um eine alternative Version handeln würde, darf Sony in seinen Filmen oder Serien den Namen Peter Parker nicht verwenden. Die animierte Spider-Verse-Reihe fällt allerdings nicht unter diese Vereinbarung, weil sie kein Live-Action-Projekt ist. Und Sony hat bereits mehrere Projekte geplant, in denen sie unterschiedliche Versionen von Spider-Man vorstellen möchten. Das Spider-Man Noir-Projekt konnten sie durch den Namen Ben Reilly retten, da sie ihn nicht als Peter Parker präsentieren werden. Beim Spider-Man 2099-Projekt können sie hingegen problemlos den Namen Miguel O'Hara verwenden und damit frei Serien oder Filme produzieren. Aber den Namen Peter Parker dürfen sie niemals benutzen. Damit sie das dürfen, müsste ihre Vereinbarung mit dem MCU enden. Tom Holland hat zumindest einen neuen Vertrag für 3 weitere Solofilme unterschrieben.
Nach dem Film Brand New Day werden also noch 2 weitere Solofilme im MCU erscheinen. Das Thema, bei dem Sony aktuell noch unentschlossen ist, betrifft Miles Morales. Sie überlegen, ob sie Miles im MCU vorstellen sollen oder in ihren eigenen unabhängigen Solofilmen. Würdet ihr Miles Morales' ersten Live-Action-Auftritt lieber zusammen mit Tom Hollands Peter Parker im MCU sehen? Oder bevorzugt ihr Sonys eigenständiges und eher düsteres Universum? Im MCU hat man bereits sowohl Prowler als auch Miles erwähnt. Doch sie wollen sich damit nicht übereilen. Insgesamt werden wir wegen der Vereinbarung zwischen MCU und Sony ein Projekt sehen, das in einigen Aspekten vom Original abweicht. Außerdem werden die anderen Projekte, die Sony bei Prime Video veröffentlichen möchte, überwiegend weibliche Hauptfiguren in den Mittelpunkt stellen. Ich spreche von Charakteren wie Spider-Woman. Da diese Figuren im MCU bisher nie erwähnt wurden, sind sie in dieser Hinsicht deutlich im Vorteil. Eigentlich beschäftigt mich schon lange der Gedanke, Ben Reilly lieber als Scarlet Spider zu sehen, statt als Spider-Man Noir. Die Identität des Scarlet Spider könnte durch das Klon-Thema, die daraus entstehende Spannung und die psychische Belastung eine viel stärkere und inhaltlich reichere Geschichte bieten. Doch um ein solches Szenario erzählen zu können, wäre zwangsläufig die Existenz von Peter Parker notwendig. Denn Ben Reilly basiert direkt darauf, dass Peter geklont wurde. Wenn Sony also ein solches Projekt angehen würde, könnte die Vergangenheit der Hauptfigur nicht vollständig unabhängig von Peter weitergeführt werden. Für Spider-Man Noir hingegen wirkt die Idee eines Klons für mich eher unwahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich werden sie die Flexibilität des Multiversums nutzen und ihn als eine alternative Variante von Peter Parker interpretieren, aber dennoch mit einem eigenen Namen und einer eigenen Vergangenheit auftreten lassen, um eine unabhängigere Version zu schaffen. Trotzdem wäre eine kleine Verbindung zu den animierten Spider-Verse-Filmen eine schöne Ergänzung. Sowohl als Gruß an diejenigen, die den Charakter bereits kennen, als auch um die Verbindungen zwischen den verschiedenen Universen natürlicher wirken zu lassen. Eine der Fragen, die mich am meisten beschäftigt, ist, wie die Live-Action-Adaption von Spider-Man 2099 umgesetzt werden soll. Miguel O'Hara ist in den Animationen ein äußerst kräftiger, charismatischer und körperlich beeindruckender Charakter. Einen Schauspieler zu finden, der diese Ausstrahlung in gleichem Maße verkörpern kann, wird nicht leicht sein. Vielleicht wird das Studio deshalb einige Änderungen am Design vornehmen oder ihn gemeinsam mit anderen Spider-Varianten aus verschiedenen Universen präsentieren, um seine Wirkung zu verstärken. Der umfangreiche Charakterpool, den Sony besitzt, wäre für ein solches Projekt jedenfalls völlig ausreichend. Seit Jahren wünschen sich Fans einen eigenen Film zu Spider-Man 2099. Doch weder das MCU noch Sony haben offiziell mit der Entwicklung eines solchen Projekts begonnen. Auch wenn bekannt ist, dass entsprechende Pläne existieren, sehen wir keinerlei Fortschritt. In diesem Zusammenhang muss man auch eine häufig gestellte Frage der Zuschauer ansprechen. Warum werden die Spider-Man-Reihen von Tobey Maguire und Andrew Garfield nicht fortgesetzt? Die Antwort darauf ist eigentlich sehr klar. Sam Raimis Trilogie wurde für sich abgeschlossen und wegen Studioproblemen nicht weitergeführt. Die Amazing Spider-Man-Reihe wurde nach dem zweiten Film eingestellt, da sie an den Kinokassen nicht den gewünschten Erfolg brachte. Nachdem Tom Holland ins MCU integriert wurde, war der Weg für eine unabhängige Fortsetzung der vorherigen Reihen im Grunde versperrt. Tobey oder Andrew könnten nur dann erneut einen Solofilm drehen, wenn Marvel direkt beteiligt wäre. Doch Kevin Feige stand solchen parallel laufenden, unabhängigen Spider-Man-Projekten schon seit Jahren skeptisch gegenüber. Sogar die Idee, in No Way Home alle 3 Spider-Man zusammen auftreten zu lassen, war zunächst unerwünscht. Außerdem kursieren Gerüchte, dass Marvel nach Secret Wars eine Pause vom Multiversum einlegen möchte. Das würde die Chancen für alternative Spider-Man-Projekte weiter reduzieren.
Dennoch könnte Sony, wenn sie es wollen, unter ihrem eigenen Dach ein unabhängiges Live-Action-Spider-Verse erschaffen. Schließlich besitzen sie immer noch den Großteil der Charakterrechte und haben dadurch viele Optionen. Mitten in all dieser Komplexität könnte die für 2026 erwartete Spider-Man Noir-Serie eines der vielversprechendsten Projekte werden. Das Noir-Universum hat mit seiner düsteren Atmosphäre, seiner detektivartigen Struktur und seinem auf Kriminalität basierenden Ton das Potenzial, sich völlig von den bisherigen Spider-Man-Projekten abzuheben. Sony war bisher in Filmen über Antihelden nicht besonders erfolgreich, aber mit einer Figur, die ein so starkes Konzept wie Noir besitzt, könnten sie vielleicht endlich eine stabilere und kohärentere Geschichte erschaffen.